Sie haben den Namen und das Logo für die neue Kollektion ändern lassen? In Clarisse Number One. Ich brauche dringend einen Ersatz für Lily Rose und ich würde mich freuen, wenn sie das übernimmt. Du sollst die Lily Rose singen. Du warst gestern Abend beim Gestüt und du hast wieder mit dem Rauchen angefangen. Und wenn der Täter nicht ermittelt wird, dann greift keine Haftpflicht und dann verliere ich alles. Es ist so, dass die Spurensicherung an den Zigarettenresten nicht erfolgreich war. Das heißt, Sie können den Raucher nicht identifizieren? Das war's dann. Das Gestüt ist pleite. Der Schaden, den der Brand verursacht hat, geht in die Millionen. Glauben Sie, ich habe das Geld hier einfach irgendwo rumliegen? Na klar. Mann, und das nur, weil dieser Typ, der den Brand verursacht hat, zu feige ist, irgendwas zu sagen. Ja, dann würde möglicherweise dessen Haftpflichtversicherung dafür aufkommen. Aber so? Ich kapiere das einfach nicht. Es ist möglich, die DNA eines Mammuts zu rekonstruieren, das schon über 10.000 Jahre lang tot ist, aber bei einer Zigarette, die 2 Tage alt ist, geht das nicht. Wäre der Stummel jahrelang im Permafrost eingeschlossen gewesen und nicht zu einem Häuflein Asche verbrannt, hätten wir vermutlich bessere Chancen. Tut mir leid. Ich werde das nochmal von meinem Anwalt prüfen lassen. Tun Sie das, aber er wird Ihnen auch nichts anderes sagen können als ich. Das wird sich zeigen. Falls es Ihnen etwas hilft, bei der Zigarette, die wir gefunden haben, handelt es sich um die Marke Trachea Noir. Kennst du jemanden, der das Zeug raucht? Das ist eine Allerweltsmarke, rauche ich selber manchmal. Das bringt uns auch nicht weiter. Ich werde mit Sebastian reden. Es muss doch irgendeinen juristischen Weg geben, an das Geld der Versicherung zu kommen. Hey, Sebastian. So wie es aussieht, hat der Flug Verspätung. Emma und ich müssen noch Ein bisschen in Dubai bleiben. Das heißt, wir sehen uns erst morgen. Dann habe ich also noch eine Nacht mehr für mich allein. Das werde ich ausnutzen. Aha. Was hast du denn vor? Bisschen Fernsehen gucken? Ja, und dazu werde ich Chips futtern und das ganze Bett voll krümeln. Hört sich fast so an, als würdest du mich vermissen. Könnte sein. Und du? Ja, kann auch sein. Du, ich habe übrigens noch mal über die Entwürfe für die neue Kollektion nachgedacht. Ja? Ja, Irgendwie, ich weiß auch nicht, dieser Namensschriftzug gefällt mir nicht. Du willst einen anderen Namen für die Kollektion? nein, Unity Number One finde ich nach wie vor gut. Ich finde nur, man sollte es nicht mittig, sondern vielleicht lieber unten platzieren und der Schrifttyp gefällt mir nicht so. Du, lass uns das doch alles in Ruhe morgen besprechen. Okay. Und sonst? Irgendwas Neues? Oder irgendwas, was ich wissen sollte? Hallo, Sebastian? Du, pass auf, Rebecca ist gerade gekommen, ich muss Schluss machen. Ich erzähle dir dann alles morgen in Ruhe. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ja, tschüss, Sebastian. Tanja weiß also immer noch nicht, dass Clarissa den Namen der Kollektion geändert hat. Es macht doch keinen Unterschied, ob sie es heute oder morgen erfährt. Außerdem überbringt man schlechte Nachrichten ja nicht am Telefon. Du hast ja auch noch eine Nacht Zeit, um dir zu überlegen, wie du es Tanja am besten beibringst. Also ich würde jetzt nicht gerne in deiner Haut stecken. Vielen Dank. Ja? Hallo. Hi. Hast du einen kurzen Moment? Klar? Was gibt's denn? Ich wollte mich nur noch mal bei dir bedanken. Ich weiß, es ist dir nicht leicht gefallen, mir die Rolle anzubieten. Und wahrscheinlich hättest du es auch nicht getan, wenn nicht beide Besitzungen für Lily Rose ausgefallen wären. Ach, weißt du, ehrlich gesagt wollte ich einfach Geld sparen. Wir können die alten Plakate nehmen.
Du warst schon immer die beste, Lily Rose. Ist wirklich alles in Ordnung? Ach so, das ist nur von dem Brand. Ich habe wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel Rauch eingeatmet. Ich kann die Vorstellung auch absagen. Auf gar keinen Fall. Am Ende haben sich die beiden Sängerinnen wieder erholt und du setzt mich vor die Tür. Marlene. Es ist wirklich alles in Ordnung. Tristan, ich habe so lange darauf gewartet, wieder eine Chance zu bekommen. Es bedeutet mir sehr viel, dass gerade du mir diese Chance gibst. Danke. Und? Der Versicherungsvertrag ist in diesem Punkt eindeutig. Heißt? Das heißt, die Versicherung deckt nur Schäden ab, die infolge von Elementarereignissen wie zum Beispiel Blitzeinschlag oder durch defekte elektrische Geräte verursacht wurden. Insofern auch hier keine Fahrlässigkeit nachzuweisen ist. Aber eine weggeworfene Zigarette ist mindestens grob fahrlässig. Du kannst natürlich jetzt hingehen und ein zweites, unabhängiges Gutachten anfertigen lassen. Ja, genau das möchte ich auch tun. Ich will, dass du die notwendigen juristischen Schritte einleitest. Hagen, ich kann deinen Unmut verstehen, aber... Was heißt denn hier Unmut? Wenn ich auf den Kosten sitzen bleibe, sind wir pleite. Besser könnte es doch gar nicht laufen. Irgendwie hat sich dieser Satz abgenutzt, wenn er aus Ihrem Munde kommt. Ja, zweifeln Sie nur. Es ist doch ganz klar, was als nächstes passieren wird. Jetzt wird er auch noch Prophet. Der liebe Hagen wird auf den Kosten für den Wiederaufbau des Gestüts sitzen bleiben. Und die Versicherung? Sag nicht. Was bleibt ihm also übrig, wo er doch so an seinem Ponyhof hängt? Er wird einen Kredit aufnehmen müssen, weil er nicht genügend Eigenkapital hat. Richtig. Aber wo? Bei der Lahnsteinbank. Falsch. Denn die steckt bekanntlich gerade selbst in der Krise. Zumindest glaubt das die Familie. Hagen wird seinen Antrag im Gremium stellen und abgewiesen werden. Das wird für weiteren Unmut sorgen und das Gremium weiter destabilisieren. Da haben Sie aber eine Kleinigkeit übersehen. So. Weder Ludwig noch die Familie wird den ältesten Sohn in einer Notlage im Stich lassen. Normalerweise würde ich Ihnen recht geben, was den Familiensinn betrifft, aber jetzt haben Sie eine Kleinigkeit übersehen. Praktischerweise wird die Firma gerade jetzt von einer Ratingagentur unter die Lupe genommen. Was glauben Sie, wie stark unsere Bonität herabgestuft würde, wenn herauskäme, dass die ohnehin schon marode Bank ausgerechnet jetzt dem am wenigsten lukrativen Geschäftszweig der Firma ein Millionendarlehen gewährt? Das Risiko geht keiner ein. Ich weiß, dass Sie dafür gesorgt haben, dass diese Ratingagentur diese Woche ins Haus kommt. Haben Sie vielleicht auch etwas mit dem Brand zu tun? Nein, was das betrifft, gilt mein Dank einem großen, unbekannten Raucher. Ricardo, Marlene, was kann ich für dich tun? ich war gerade in der Gegend und ich dachte, ich schau mal vorbei. Bist du krank? Nicht wirklich, ich habe so ein ganz leichtes Kratzen im Hals und ich dachte, du könntest mir vielleicht was dagegen verschreiben. Ich mache für dich gerne einen Termin bei unserem HNO-Spezialisten. Das ist überhaupt nicht nötig. Das ist bestimmt noch von der Erkältung, die ich über die Feiertage hatte. Hast du dich damals untersuchen lassen? Nein, aber die Erkältung war auch nach ein paar Tagen wieder verschwunden. Hattest du Fieber? Nur ganz leichte Temperatur. Es ist wirklich nicht schlimm, so ein ganz leichtes Kratzen. Na, wenn du in so kurzen Abständen Halsschmerzen bekommst, deutet das auf einen verschleppten Infekt hin. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Komm kurz mit, ich sehe mir das mal an. Wie ich höre, bequemt sich Madame morgen wieder hierher. Richtig, ab morgen wird Tanja hier die Geschäfte wieder übernehmen. Dann ist sie also wohlauf? Ja, natürlich. Warum? Nun, ehrlich gesagt bin ich ein wenig verwundert. Normalerweise würde Tanja mich mit Telefonaten und E-Mails bombardieren, wegen der Namensänderung. Ich hätte nicht erwartet, dass sie das so einfach akzeptiert. Es sei denn, sie weiß noch gar nichts davon. Das wird aber eine hübsche Wiedersehensüberraschung. Erhoffen Sie sich nicht zu viel.
Ihr eigenmächtiges Handeln hier hat ein Ende. Ja, ja. Ich frage mich nur, worüber sich Tanja mehr ärgern wird. Mein eigenmächtiges Handeln oder die Tatsache, dass ihr Mann vergessen hat, sie darüber zu informieren. Ich stelle dir ein Rezept für ein Antibiotikum aus. Das solltest du 10 Tage nehmen, selbst wenn die Symptome vorher abklingen. Und ein Spray gegen die Schmerzen. Danke, aber denkst du nicht, dass das Spray reicht? Deine Stimmbänder sind leicht entzündet. Das ist die Folge einer verschleppten Angina. Damit ist nicht zu spaßen. Also schon dich. Aber und benutze deine Stimme so wenig wie möglich. so schlimm sind die Schmerzen doch gar nicht. Ja, hoffentlich werden sie auch nicht schlimmer. Wenn doch, benutzt das Spray, das sollte helfen. Aber lass dich nicht täuschen. Auch wenn es nicht wehtut, die Entzündung ist da. Wenn es in einer Woche nicht besser ist, dann kommst du noch mal vorbei. Bis dahin, schone deine Stimme. So, wen haben wir jetzt? Ich will nicht lang drum herum reden. Solange nicht geklärt ist, wie der Wiederaufbau des Gestüts zu finanzieren ist, es bleibt mir nichts anderes übrig, als den Betrieb vorerst einzustellen und euch zwangszubeurlauben. Also, wenn sich jemand von euch nach einer neuen Stelle umschauen will, bitte nur zu. Wir stellen jedem dazu gerne ein Zeugnis aus. Tja, ich würde euch auch gerne was anderes sagen, aber so sieht's nun mal aus. Der Schaden geht in die Millionen und die Versicherung kommt nicht dafür auf, da es sich um grobe Fahrlässigkeit handelt. Aber das wisst ihr ja. Ich verspreche euch, ich werde alles dafür tun, dass wir das Gestüt nicht dauerhaft schließen müssen. Auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie. Du warst großartig. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ich weiß, wie viel dir das Gestüt bedeutet, Hagen. Wenn du nicht zufällig 1,5 Millionen locker hast, wüsste ich nicht, wie du mir helfen kannst. Wenn ich sie hätte, würde ich sie dir geben, das kannst du mir glauben. Scheint ihm mir wirklich leid zu tun. Sorry, aber Empathie war in letzter Zeit nicht wirklich seine Stärke. Ja, ich weiß. Aber immerhin bin ich sein Bruder. Und in der Not hält die Familie dann doch zusammen. Vater. Ansgar. Sebastian. Was gibt's? Du weißt, dass wir diese Woche Besuch von einer Ratingagentur haben, die eine Neueinstufung von Lahnstein Enterprises vornimmt. Ja, natürlich. Sie prüfen die Lahnsteinbank. Nein, nicht nur die Lahnsteinbank. Sie
überprüfen alle Sparten, auch LCL. Morgen. Lässt sich der Termin nicht verschieben? Das ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Tanja kommt morgen erst aus Dubai zurück. Na und? Wo ist denn das Problem? Sie weiß bislang noch nichts davon, dass Clarissa den Namen der Kollektion eigenmächtig in Clarisse No. 1 umbenannt hat. Hatte da jemand vielleicht Angst, als Überbringer schlechter Nachrichten entmannt zu werden? Verstehe. Wann hattest du vor, es ihr zu sagen? Gleich morgen. Ich kann und will ihr das nicht länger verheimlichen. Und ja, sie wird Clarissa zur Rede stellen, was die Herren der Ratingagentur wohl besser nicht miterleben sollten. Niemand sollte das miterleben. Allerdings. Ein offener Streit der beiden Geschäftsführer. Das können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt bestimmt nicht leisten. Können wir uns zu keinem Zeitpunkt leisten. Kannst du dir kurz deine Kommentare aus dem Hintergrund verkneifen? Was erwartest du von mir? Denk nach. Sorg dafür, dass Tanja morgen nicht in der Firma erscheint. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Eine Bitte, Sebastian. Ich möchte nicht, dass es hier zu einem Eklat kommt. Ah, Hagen. Ja, wir sehen uns ja in 20 Minuten. Ja. Im Interesse der Familie. Sorg dafür, dass Tanja weder in die Firma kommt, noch Clarissa begegnet. Tja. Das, wo Tanja so ungern belogen wird. Geht doch. Ich bin schon richtig aufgeregt. Du? Ja, weißt du, dich auf der Bühne zu sehen, dich singen zu hören. Ich gehe schon. Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Oh, schön, dass ihr alle hier seid. Na du? Oh, Papa. Na, deinen ersten Auftritt nach Monaten wollen wir uns doch nicht entgehen lassen. Du, wie geht's dir denn? Gibt's was Neues? Hagen redet gerade mit seinem Vater, aber ich bin mir sicher, er bekommt das Geld. Lass uns heute nicht drüber reden, das ist Genau. dein Abend. Dana hat recht. Nachher wollen wir feiern. Aber erstmal wollen wir was von dir hören. Ja. Ich dachte mir übrigens, wir könnten doch nachher alle zusammen im No Limits feiern. Ja. Ich bin dabei. Kim drückt dir übrigens die Daumen. Sie denkt an dich. Komm. So, jetzt aber los, sonst wird's nichts mehr mit deinem Auftritt. Ja, passt schon. Ich bin so stolz auf dich. Ich weiß, wie lange du auf diesen Moment gewartet hast. Los, komm. So sieht's aus. Ohne Hilfe der Bank schaffe ich's nicht. Wie viel brauchst du denn, um das Gestüt wieder aufzubauen? Ich habe eine grobe Kostenaufstellung gemacht. Soll ich dir vorlesen? Nein, nein, ich kann schon sehen. Alles in allem benötige ich 1,2 Millionen. Ups. Und es ist nicht festzustellen, wer diesen Brand verursacht hat? Vater, glaub mir, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gäbe, das Geld zu bekommen, würde ich nicht zu dir kommen. Tut mir leid, aber im Moment bin ich nicht in der Lage, eine solche Summe bereitzustellen. Das würde das Ende des Gestüts bedeuten. Hagen, uns steht eine Abstufung durch eine Ratingagentur bevor. Auch wenn dich keine Schuld trifft, aber die fehlenden Einnahmen aus dem Gestüt wirken sich negativ auf unsere Bilanzen aus. Auch wenn ihr in letzter Zeit mit dem Gestüt ohnehin nicht sonderlich viel verdient habt, jetzt noch Geld in ein Fass ohne Boden zu werfen. Fass ohne Boden? Dana und ich haben das Gestüt aus dem Nichts aufgebaut. Und wir haben immer gut gewirtschaftet, was man von dir und der Lahnsteinbank nicht behaupten kann. Allein deshalb stecken wir doch seit Monaten in der Krise. Auch wenn ich dir recht geben muss, Hagen, aber Vorrang hat im Moment die Bank. Ihr wollt mich wirklich hängen lassen? Also, wenn die Krise vorbei ist, können wir noch einmal darüber reden. Und wann soll das sein? Na ja, ich denke mal, in ein paar Monaten haben wir es überstanden. Ein paar Monate? Ach, bis dahin wirst du deine Klepper doch sicherlich woanders unterstellen können. In wenigen Wochen beginnt die Rennsaison. Ohne optimale Trainingsvorbereitung können wir die für das komplette Jahr abschreiben. Trotz optimaler Trainingsvorbereitung habt ihr im letzten Jahr auch nicht sonderlich viel gewonnen. Ist das dein letztes Wort? Ja, tut mir leid, Hagen.
Sebastian. Können wir kurz reden? Natürlich. Ich kann und ich will Tanja nicht länger was vormachen. Ja, ich kann deine Bedenken verstehen, aber nicht Tanja, sondern Clarissa hat mit ihrem Verhalten diesen Eklat heraufbeschworen. Sie ist dafür verantwortlich. Darum geht es nicht. Man muss mit einer solchen Situation verantwortungsbewusst umgehen. Dann heißt verantwortungsbewusst für dich, dass ich meine Frau anlüge. Wenn man ein Unternehmen wie dieses führt, wird man immer wieder vor solche Entscheidungen gestellt. Man muss abwägen zwischen privaten und geschäftlichen Interessen. Glaubt mir, das ist mir nicht immer leicht gefallen. Ich habe gerade Hagen erklären müssen, dass er alles, was er sich aufgebaut hat, aufgeben muss. Die Interessen unserer Firma müssen im Interesse unserer Familie sein. Du verlangst viel. Ich weiß. Aber wenn du dieses Unternehmen leiten willst, muss dir das bewusst sein. Zeig mir, ob du das Zeug dazu hast. Einen Tag. Bis die Ratingagentur hier ihre Arbeit beendet hat. I wish I could hold you once again. I wish you would just reach out your hand. But life has turned the light off in your eyes. Marlene, ich habe dich ja wirklich schon sehr oft auf der Bühne gesehen, aber also so ergriffen wie jetzt war ich noch nie. Und Angst, ihr seid so lieb. Das war wirklich ein gelungenes Comeback. Ach Quatsch, es gab Abende, da war ich viel besser. Da sieht man den Profi. Ein halbes Jahr lang nicht auf der Bühne gestanden. Ja, was ja nicht an ihr lag. Keine Zeit zum Proben und trotzdem warst du die beste Lily Rose, die ich je gesehen habe. Ja, ich hoffe, du denkst in Zukunft mal dran. So, genug geredet. Jetzt wird auf den Erfolg angestoßen. Bitte schön. Tristan? Den überlasse ich dir. Was ist das denn? Tja, Augen zu und durch, alte Familientradition. Du gewöhnst dich besser schon mal dran. Okay. Na da, auf dich und dein Comeback. Auf dich. Oh, zieht einem ja die Schuhe aus. Ja. Genau das Richtige, um deine Stimmbänder zu ölen, was? Entschuldigt ihr mich kurz? Ja. Na, ich hole uns noch eine Runde. Nein. Thomas. So, der halbe ist für dich, Tristan. Nicht? Na komm, komm. Ja, sehr nett. Ich nehme lieber mal den Doppelten. Ah. Habt ihr Vicky gesehen? Die hat so laut geschluchzt, man hat fast nichts vom Gesang verstanden. Komm schon, du hast auch das ein oder andere Tränchen verdrückt. Ich? Na. Ach, Marlene, da bist du ja wieder. Hey, guck mal her. Ich bin so stolz auf dich. Ja, das sind wir alle. Hat aber jemand Geschmack? 30 Jahre alt. Was soll's?
Was willst du? Ich trinke nicht mit dir. Warum denn so aufgebracht? Wie würdest du dich fühlen, wenn alles, was du hier aufgebaut hast, den Bach runtergeht? Ah nein, das kannst du ja nicht wissen. Du kannst ja dein Unternehmen gegen die Wand fahren und wirst trotzdem aufgefangen. Tja, ich habe ihm aufs richtige Pferd gesetzt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen pietätlos. Ehrlich gesagt, ich bin aber schon ein bisschen überrascht. Ich meine, eigentlich bist du es doch gewohnt, im Interesse der Familie zurückzustecken. Genau genommen war das doch eigentlich immer deine große Stärke. Nie Theater im Gremium machen, sich artig jedes Pferdchen einzeln absegnen lassen, keine riskanten Manöver. Aber auch immer volles Verständnis dafür, wenn einfach mal wieder leider gar kein Geld fürs Gestüt übrig war. Es war nie nötig, mehr Geld zu bekommen. Ich habe gut gewirtschaftet. Ja, und was hat's dir gebracht? Also, Punkte bei Papi sicherlich nicht. Und weißt du, woran das liegt? Weil sich einfach niemand für dein kleines Hobby interessiert. Hoppe, hoppe, reite, wenn es fällt und schreite, fällt er im Sinn. Naja, jedenfalls bin ich mir sicher, dass der gute Hagen auch diesmal wieder keine Probleme machen wird. Diesmal werde ich das Gremium über den Kredit abstimmen lassen. Du und Vater, ihr seid nicht die Einzigen, die darüber zu entscheiden haben. Hat sich ja jemand wirklich Mut angetrunken. Und du glaubst, der Rest der Sippe ist so dämlich, auf deinen Antrag einzugehen? Wir werden sehen. Selbst wenn sie so dämlich wären und deinem Antrag folgen, es ist einfach kein Geld da. Ich fürchte, das ist die nackte Wahrheit. Ich will mir was einfallen lassen. Viel Glück. Schade drum. Da waren es nur noch 2. Hey. Guten Morgen. Kannst du nicht mehr schlafen? Weißt du was? Ich auch nicht. Was hältst du davon? Ich mache uns einen Kaffee und wir schauen in der Zeitung nach Kritiken von deinem Auftritt. Hm? Tolle Idee. Oh, was war das denn? Heißer. Hast du Schmerzen? Ja, da muss ein Arzt drauf schauen. Ich hab ein Spray. Das hilft. Seit wann hast du das denn? Gestern war nur so ein leichtes Kratzen. Und heute kannst du nicht mehr sprechen? Zieh dich an. Wir fahren sofort ins Krankenhaus. Komm. Hey, hey, guck mal, wer da ist. Hallo. Papa. Ja, der Papa. Hm? Hattet ihr eine gute Zeit? Oh, du bist aber groß geworden. Oh. So. Noch ein bisschen spielen? Ja. Gut. Hattet ihr einen guten Flug? Ah, es war langweilig, wie Flüge nun mal eben so sind. Ihr seid ja gar nicht braun geworden. Naja, ich war ja auch nicht in Dubai, um Urlaub zu machen, sondern um zu arbeiten. Und hallo, Emma ist ein Kleinkind, Sebastian. Ich merke erst jetzt, wie sehr ich dich vermisst habe. Ich denke, ich habe dich auch vermisst. Hm. Ja, warum ziehst du nicht den Mantel aus? Ehrlich gesagt habe ich gedacht, wir fahren direkt zur LCL. Ach, weißt du, ich habe so vielversprechende Kontakte knüpfen können. Ich würde gern direkt arbeiten, um was draus zu machen. Hm? Wie jetzt direkt? Du bist gerade erst angekommen. Ja, und? Ja, ich dachte, wir unternehmen mal was mit Emma zusammen. Wir können uns doch heute noch freinehmen. Sebastian, so lange war ich nicht weg, dass du nicht weißt, wer ich bin, oder? Okay, nochmal. Ich habe dich wirklich vermisst. Ja, Emma, die war den ganzen Flug lang wach. Ich schätze, die braucht ein bisschen Schlaf. Ist das so? Dann ist die Mama ja vielleicht auch noch ein bisschen erschöpft. Eigentlich nicht wirklich.
Ich meine damit, vielleicht sollten wir uns zusammen einfach noch mal kurz hinlegen. Könnten Sie Emma ins Bett bringen? Ich glaube, sie ist ziemlich müde, braucht viel Schlaf und vielleicht auch ein bisschen länger als sonst. Du hast mich schon sehr vermisst, oder? Ja, sehr. Mhm. Aber wenn wir fertig sind, fahren wir ins Büro. Das hängt ein bisschen davon ab, wie lange das hier dauert. Guten Morgen. Du musst mir helfen. Marlene hat Angst, sich untersuchen zu lassen. Sie hatte gestern ihren ersten Auftritt seit Monaten und seit heute Morgen bekommt sie keinen Ton mehr raus. Ein Auftritt. Ja, eine Hauptrolle in dem Musical. Hatte ich dir nicht geraten, dich zu schonen? Moment mal. Er weiß davon? Ich war gestern schon mal hier. Es läuft alles so, wie ich es vorher gesagt habe. Hagen hat um Geld für seinen Ponyhof gebettelt. Der Alte hat ihn abblitzen lassen. Er hat sich bisher immer der Familienraison gebeugt. Und er wird sich nicht mit Ludwig und der Familie anlegen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Auch wenn Hagen ein Spätzünder ist, wenn man bei ihm die richtigen Knöpfchen drückt, stellt auch er sich gegen den Familienwillen. Und dafür haben Sie gesorgt. Ich habe sogar 2 Gläser meines besten Whiskys geopfert. Weißt du, das Schlimme ist, dass Ansgar sogar recht hat. Ich habe immer genau das getan, was man von mir erwartet hat. Neue Finanzspritze für die Lahnsteinbank. Der gute Hagen hebt brav seine Hand. Hör auf, die Vorwürfe zu machen. Aber wenn ich mal Unterstützung brauche, nichts. Das ist so ungerecht. Du hast doch immer gut gewirtschaftet. Ich meine, klar, natürlich, es hat eine Weile gedauert, bis wir aus den roten Zahlen raus waren. Aber dann lief doch alles prima. Wenn ich all das, was ich erwirtschaftet habe, in die eigene Tasche gewirtschaftet hätte, dann stünden wir jetzt nicht vor ihm aus. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Wie meinst du das? Wirst du sehen. Marlene? Ich kann leider noch nichts Genaues sagen. Ich muss die Aufnahme deiner Stimmbänder erst noch einem Spezialisten zeigen. Kann man nur so leichtsinnig sein. Du hast Halsschmerzen und gehst trotzdem auf die Bühne und singst über 2 Stunden. Und dann sagst du die ganze Zeit nichts und machst alles mit dir aus. Du wolltest mich doch auch auf der Bühne sehen. Nee. Also jetzt gib nicht mir die Verantwortung. Du wolltest das unbedingt. Außerdem, wenn ich gewusst hätte, wie es wirklich um dich steht, hätte ich dich gar nicht auf die Bühne gelassen. Vielleicht habe ich ja genau deshalb nichts gesagt. Ach, ist ja großartig. Jetzt bin ich diejenige, die deine Karriere bedroht, oder was? Mann, warum machst du nur sowas? Bedeutet dir das so viel? Mehr als deine Gesundheit? Ich finde, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, nicht direkt ins Büro zu fahren. Ja, hab ich doch gesagt. Und? Wie war's so? Ja, großartig, wie immer. Ich meinte ehrlich gesagt, mein Stellvertreter bei LCL zu sein. Ach so, ach, du kennst doch den Job. Weißt doch, wie es ist. Ja, genau deswegen. Inkompetente Angestellte. Clarissas Anfeindungen. Oh Gott, ich hätte so gern ihr Gesicht gesehen, als ich dich ihr vor die Nase gesetzt habe. Sie hat bestimmt gedacht, während meiner Abwesenheit könnte sie alles umkrempeln und alle Entscheidungen an sich reißen. Ja. Du kennst sie. Begeistert war sie nicht. Was soll das heißen, begeistert war sie nicht? Ja, sie. Hat sie dir das Leben schwer gemacht? Na, es. Ja, sie. Hat sie oder hat sie nicht? Ja, hat sie. Mhm. Was hat sie denn gemacht? Also erstmal, ich habe wirklich alles versucht, aber ich konnte es nicht verhindern. Was genau konntest du nicht verhindern? Sie hat den Namen der Kollektion geändert. Was? Unity Number One heißt jetzt Clarisse Number One. Das sagst du mir jetzt.
Ich habe ein paar Anrufe von besorgten Investoren bekommen. Sie fürchten, dass im Falle einer Herabstufung ihre Einlagen nicht so sicher sind. Verdammt nochmal, wie konnten Sie davon erfahren? Dichte Stellen gibt es in jedem Unternehmen. Sowas lässt sich nie lange geheim halten. Abgesehen davon werden uns mit der Sache ohnehin auseinandersetzen müssen, sobald die Ratingagentur ihre Ergebnisse veröffentlicht. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja, da müssen wir jetzt als Familie eben noch enger zusammenhalten. Oh, mein Stichwort. Hast du einen Moment? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Ich rede nicht mit dir. Also? Hagen, wenn es um den Kredit geht. Darum geht's nicht. Ich bin nicht bereit, tatenlos dem Verfall eines gut aufgestellten Unternehmens zuzusehen. Zumindest war das Gestüt genau das, bevor es abgebrannt ist. Ja, und jetzt ist es genau das, abgebrannt. Ich werde es wieder aufbauen. So, mit welchem Geld denn? Die Landsteinbank ist nicht die einzige Bank in Düsseldorf. Es gibt genügend andere Banken und Investoren, die bereit sein werden, ein aussichtsreiches Unternehmen zu unterstützen und zu fördern. Also das Gestüt ist zu 100% ein Unternehmen der Lahnstein Enterprises. Genau. Und deshalb habe ich beschlossen, mich selbstständig zu machen und mit sofortiger Wirkung aus der Firma und dem Gremium auszusteigen. Irgendwie kann ich dich auch verstehen. Weißt du, ich weiß, wie schwer es ist, was aufzugeben, auf das man so gehofft und hingearbeitet hat. Ich hatte Angst, dass Tristan mich ersetzt, wenn ich die Show absage. Ja, das hat er bestimmt auch getan. Aber das muss er jetzt auch. Ich meine, so kannst du nicht auftreten. Okay. Wie lange wird Marlena ausfallen? Länger als eine Woche? Zwei? Ich habe mit unserem HNO-Spezialisten gesprochen und er teilt meine Befürchtung. Durch die Entzündung im Kehlkopfbereich sind die Stimmbänder angeschwollen. Aber das geht doch wieder zurück. Selbst wenn die Entzündung vollkommen abgeklungen ist, wird eine Verhärtung zurückbleiben. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Marlene ihre Stimme noch einmal überlastet, kann es zu Stimmbandveränderungen kommen. Und das verursacht im schlimmsten Falle eine hypofunktionelle Dysphonie. Was ist das? Das ist eine chronische Form der Heiserkeit, die oft irreversibel ist. Was heißt das? Du wirst nie wieder singen können. To